Schaue Live-TV bequem auf deinem Computer, Smartphone, Tablet oder über den Fernseher mit Z2. Welche praktischen Funktionen und Vorteile du dadurch hast und was alles mit Z2 möglich ist, erkläre ich dir ausführlich in diesem Tutorial. Als erstes gebe ich dir einen Überblick zu den Konditionen und Preisen von Z2. Dann erstellen wir gemeinsam einen Account und schauen uns im Detail an, wie wir Live-TV schauen, die Sender für uns verwalten, Sendungen aufnehmen und auf Abruf anschauen können. Abschließend werfen wir dann noch einen Blick in die Einstellungen. Für mehr solcher Tutorials kannst du meinen YouTube-Kanal gerne kostenlos abonnieren. Mit Z2 kannst du in Deutschland einfach über 90 TV-Sender im Livestream schauen, auf all deinen Geräten und von einer Aufnahmefunktion zurück zum Start oder Sendungen auf Abruf profitieren. Sender können in bis zu Full HD gestreamt werden und teilweise sind auch Untertitel und Sprachoptionen verfügbar. Doch wie sieht es preislich aus? Grundsätzlich kannst du Z2 mit einem kostenlosen Account nutzen, mit welchem du 127 Sender, darunter die öffentlich-rechtlichen Sender, normal streamen kannst auf all deinen Geräten. Nur auf Smart TVs hast du eine Begrenzung von 30 Stunden pro Monat und du hast zusätzliche Werbung, wenn du einen Livestream startest. Willst du auch die Privatsender von RTL oder Pro7 Sat.1 schauen, sowie keine Begrenzung bei den Streams auf dem Fernseher, gibt es das Premium-Abo für 9,99 € pro Monat. Hier hast du Zugriff auf 147 Sender, wovon auch 129 in HD verfügbar sind. Zudem kannst du auf bis zu 2 Geräten gleichzeitig mit deinem Account streamen, wo es aber auch Beschränkungen gibt, wenn du zweimal den gleichen Sender parallel schauen willst, und du kannst Live-TV pausieren und Sendungen zum Anfang zurücksetzen, ebenfalls nur, wenn das der jeweilige Sender akzeptiert. Für 4 € mehr im Monat kannst du dann auch noch das Ultimate-Abo abonnieren, womit du einige der 147 Sender auch in Full HD streamen kannst und auch bis zu 100 Aufnahmen erstellen kannst. Du kannst mit diesem Abo auch auf bis zu 4 Geräten gleichzeitig streamen und mit beiden kostenpflichtigen Abos kannst du Z2 auch im EU-Ausland verwenden, falls du mal auf Reisen bist. Jetzt können wir zu den normalen Abos auch noch Zusatzpakete buchen, wo wir beispielsweise ausländische Sender erhalten, unter anderem aus Polen, der Türkei, Kroatien, Italien oder Russland. Diese können auch mit einem kostenlosen Z2-Account gebucht werden, falls wir beispielsweise nur diese Sender nutzen möchten. Das Aufnehmen von Sendungen von diesen Sendern geht aber nur im Zusammenhang mit einem Ultimate-Abo. Im Zusammenhang mit dem Ultimate-Abo können wir auch noch 50 Stunden zusätzlichen Aufnahmespeicher für 1,99 € pro Monat buchen. Und auch ein Entertainment-Abo, wo wir Zugriff auf 15 weitere Pay-TV-Sender für zusätzlich 9,90 € pro Monat erhalten. Für Sportfans gibt es für 5,90 € auch noch eine Zusatzoption. Alle Abos sind monatlich kündbar, außer wir schließen ein Jahresabo für Premium oder Ultimate ab, wo wir ca. 10% sparen. Alle Abos können wir mit Kreditkarte oder PayPal bezahlen. Über den Link in der Beschreibung kannst du dir auch alle Abos und beispielsweise eine Sendeübersicht anschauen, wo du genau siehst, welche Sender in welchem Abo verfügbar sind. Du bist dir nicht sicher, ob Z2 der richtige Fernsehanbieter für dich ist? Dann schau doch mal in die Videobeschreibung, da findest du Tutorials zu vielen unterschiedlichen Anbietern und auch einen Vergleich, der dir dabei hilft, die passende Entscheidung für deine Bedürfnisse zu treffen. Um Z2 verwenden zu können, müssen wir einen Account erstellen, was direkt über den ersten Link in der Beschreibung geht. Hier können wir uns direkt am oberen rechten Rand kostenlos registrieren, wo wir die kostenpflichtigen Abos auch einfach 30 Tage kostenlos testen können. Für die Registrierung müssen wir nur unsere E-Mail-Adresse eingeben und ein Passwort festlegen, sowie Geschlecht auswählen und unser Geburtsdatum. Als letzten Schritt müssen wir noch eine Zahlungsmethode hinterlegen, falls wir eins der Abos kostenlos testen möchten. Und dann können wir schon direkt loslegen, nachdem wir unsere E-Mail-Adresse bestätigt haben. Mit dem gleichen Login können wir uns dann auch in der App, auf unserem Smartphone, Fernseher oder immer auf der Webseite anmelden, um auf unseren Account und Live-TV zugreifen zu können. Haben wir uns auf der Webseite angemeldet, sehen wir auf der Startseite direkt aktuelle Highlights und welche Live-Sender gerade gern geschaut werden. Hier haben wir dann am linken Rand direkt ein Menü, wo wir unter Sender direkt sehen, was gerade läuft, und klicken wir einen an, wird der Livestream direkt oberhalb gestartet. Hier können wir es auch im Fenster füllend oder im Vollbild anschauen. Auch als Bild im Bild öffnen, falls dein Gerät dies unterstützt, womit wir es frei auf unserem Bildschirm platzieren können und es immer im Vordergrund angezeigt wird. Im Player können wir dann am unteren Rand auch die Sendung pausieren oder von vorne starten, falls wir ein Ultimate-Abo haben, sowie über die Live-Schaltfläche immer zur aktuellen Live-Stelle zurückkehren.
Auch die Lautstärke können wir einstellen und am oberen rechten Rand auf Untertitel und Sprachoptionen zugreifen, falls welche verfügbar sind. Das ist bei den öffentlich-rechtlichen Sendern häufig der Fall. Am oberen linken Rand sehen wir dann auch unseren aktuellen Sender, wo wir auch das Programm wechseln können und auch an der linken Seite eine kompakte Senderübersicht öffnen können. Wenn du noch mehr praktische Tipps für den Player erhalten willst, schau doch mal auf meinem Instagram-Account @SimonTutorial vorbei. Dort findest du praktische Tastenkürzel für die Bedienung. Im linken Menü haben wir in der Senderübersicht auch die Möglichkeit, diese nach den Zusatzpaketen und anderen Faktoren zu filtern, wo wir Sender über die 3 Punkte auch zu unseren Favoriten hinzufügen können. Diese werden hier dann in einem eigenen Bereich angezeigt und so kommen wir immer schnell zu unseren Lieblingssendern. Unsere Favoriten können wir auch von der Reihenfolge selbst einstellen, sowie Sender wieder aus unseren Favoriten löschen. Neben der Senderübersicht haben wir am linken Menü auch das Programm, was sehr ähnlich aussieht. Hier können wir oberhalb auch mehrere Tage in die Zukunft oder zurückschauen, was läuft, und am rechten Rand direkt zu den 20:15 Uhr oder 22 Uhr Sendungen springen, sowie zum jetzigen Zeitpunkt. Auch hier können wir nur unsere Favoriten anzeigen lassen, diese können wir aber nur über die Senderansicht bearbeiten. Klicken wir eine Sendung im Programm an, können wir uns auch weitere Informationen dazu durchlesen und beispielsweise alle Episoden einer Serie anzeigen lassen und ähnliche Sendungen als Vorschlag erhalten. Am oberen rechten Rand können wir über die Suche auch direkt zu einer bestimmten Sendung gehen. In der App finden wir im linken Menü ebenfalls die Sender- und Programmübersicht. Im Player haben wir die Bedienelemente teilweise als Overlay in der Mitte und können oberhalb auch das Live-TV an kompatible Geräte streamen, beispielsweise unseren Fernseher über einen Chromecast. Neben dem Live-TV können wir Sendungen auch aufnehmen, falls wir ein Ultimate-Abo haben, und auch auf Inhalte nach der Ausstrahlung teilweise zugreifen, auch Video on Demand genannt. Doch wie nehmen wir jetzt eine Sendung auf? Das können wir direkt im Live-TV-Player machen, am oberen rechten Rand. Du kannst zukünftige Sendungen aber auch über das Programm als Aufnahme speichern. Das geht direkt über die 3 Punkte oder über die Detailseite. Hier können wir auch Serien komplett aufnehmen, wo alle Folgen, die zukünftig auf dem Sender laufen, aufgenommen werden. Nachdem die Sendung dann ausgestrahlt wurde, können wir sie uns über das Menü am linken Rand bei Aufnahmen anschauen. Hier sehen wir auch alle unsere geplanten Aufnahmen, wo wir ganze Serienaufnahmen und einzelne auch wieder entfernen können. Über Verwalten am unteren Rand können wir auch einfach mehrere Aufnahmen auswählen, um sie wieder zu löschen, und über Filtern und Sortieren können wir unsere Aufnahmen auch nach Sender, Verfügbarkeit oder Datum sortieren. Zu den Aufnahmen muss man auch noch sagen, dass man nicht alle Sender und Sendungen aufnehmen kann, aus lizenzrechtlichen Gründen. In manchen Aufnahmen kannst du auch nicht vor- oder zurückspulen, sondern sie nur durchlaufen lassen. Mehr Infos dazu in der Videobeschreibung. Neben den Aufnahmen finden wir im linken Menü auch den On-Demand-Bereich, wo wir bestimmte Sendungen und Filme, die letztens im TV liefen, ebenfalls im Nachhinein noch schauen können. Das sind oft eigene Produktionen und ältere Filme und Dokus. Die Sendungen können wir einfach abspielen und im Player auch vor- und zurückspulen. Die Auswahl verändert sich hier auch immer wieder. In der App können wir ebenfalls Sendungen über das Programm aufnehmen, wo wir auch bei zukünftigen Sendungen eine Erinnerung aktivieren können, wo wir dann vor Beginn auf unserem Gerät benachrichtigt werden. Unsere Aufnahmen finden wir auch im linken Menü, wo wir auch zu dem Video-on-Demand-Bereich gelangen und unsere eingestellten Benachrichtigungen verwalten können. Werfen wir abschließend noch einen Blick in unsere Einstellungen, welche wir ganz unten im linken Menü finden. Hier können wir einmal unser Konto verwalten, wo wir unsere E-Mail-Adresse und Passwort ändern können, sowie unsere Kontoinformationen. Auch unseren Jugendschutz-PIN können wir hier nach Eingabe unseres Passworts sehen und ändern, sowie komplett deaktivieren, falls wir ihn gar nicht mehr eingeben möchten. Unter Zahlungsinfos können wir unsere aktuelle Zahlungsmethode sehen und eine weitere hinzufügen, falls wir eine neue verwenden möchten. Sobald wir mehr als eine hinterlegt haben, können wir die anderen auch wieder entfernen. Unter den vorherigen Zahlungen können wir dann auch alle Rechnungen herunterladen und schließlich können wir auch unsere Rechnungsadresse ändern. Unter Abos sehen wir, welches Abo wir gerade aktiv haben und können durch Klicken auf dieses sehen, wann die nächste Zahlung ansteht und wie hoch diese sein wird, sowie unser Abo darunter auch kündigen, wobei es zum letzten bezahlten Zeitpunkt ausläuft. Auch welche unserer hinterlegten Zahlungsmethoden wir für das Abo verwenden möchten, können wir hier festlegen. Schließlich können wir hier jetzt auch noch die Zusatzpakete dazu buchen oder das Abo wechseln. Haben wir einen Gutschein, können wir diesen auch hier einlösen.
Unter Allgemeines können wir die personalisierte Werbung innerhalb von Zetu deaktivieren, falls wir das kostenlose Abo nutzen, und auch den Newsletter, welchen wir per E-Mail erhalten, deaktivieren. Ganz unten können wir unseren Zetu-Account auch komplett löschen. In der App finden wir die Einstellungen auch im linken Menü, wo wir unseren Account lediglich löschen können und die Videoqualität für WLAN- und Mobilfunkverbindungen standardmäßig festlegen können, sowie ob wir Benachrichtigungen zu Programmtipps und Infos erhalten möchten. Probiere Zetu jetzt direkt kostenlos über den ersten Link in der Beschreibung aus. Mehr Tutorials zu anderen Anbietern wie Magenta TV oder waipu TV kannst du dir gerne in der Playlist hier in der Endkarte anschauen. Bis zum nächsten Mal.